Yo Leute, Badekü und damit willkommen zur Review zu Tower of God Kapitel 502 und dieses Kapitel hatte es verdammt nochmal in sich. Ganz im Ernst, es war extrem gut. Bums Charakter wurde in diesem Kapitel mal wieder wirklich gut dargestellt, der Mashani-Plot war auch sehr interessant und das Ende ist natürlich eine Bombe, die ich will nicht sagen, aber die ich vorhergesagt habe. Wie dem auch sei, ich starte wie immer chronologisch in die Review. Das Kapitel beginnt bei Arya und Bum und zwar fragt Arya Bum, ob er ihren Fluch nun brechen würde. Allerdings wirkt sie mittlerweile schon bei der bloßen Frage etwas verlegen. Sie ist gerade jetzt so in Eile, weil sie fürchtet, dass Bum gegen White sterben könnte. Bum redet auch gar nicht lange drum herum, sondern stimmt ihr direkt zu. Immerhin hat er ihr ein Versprechen gegeben, was Arya dann auch überrascht. Sie hätte nicht gedacht, dass es so einfach sei. Bums einzige Forderung ist es, dass sie ihn danach nicht attackiert. Arya verspricht es und Bum bricht einfach so, ohne sie zu berühren, den Fluch auf ihr, woraufhin Arya dann endlich frei ist. Und nicht nur das, Bum hat damit nochmal ganz besonders ihren Respekt gewonnen. Sie fragt sich, wie Bum diesen Zauber so einfach brechen konnte und stellt fest, dass Bum verdammt stark ist. Ich meine, diese Feststellung ist auch nur normal, denn immerhin hatte Arya mit diesem Fluch lebenslang zu kämpfen und Bum entfernt ihn einfach, als wäre es nichts. Arya meint dann auch, dass es schon deprimierend sei und fragt sich, wer dieser Junge eigentlich wirklich ist. Sie fragt sich, ob Bum überhaupt versteht, wie besonders das ist, was er gerade getan hat. Keine der Regeln des Turmes scheint ihn nämlich zu berühren. Er ist in einer Liga für sich, weshalb Arya als High-Ranker sagt, dass sie sich ihm gegenüber als kraftlos sieht. Deshalb kann sie beinahe verstehen, warum White so denkt, wie er denkt. Doch sie persönlich ist anderer Meinung. Ihrer Meinung nach sollte man Bum nicht hassen und er sollte auch nicht korrumpiert werden. Arya möchte ihm danken und versucht, das Gefängnis zu öffnen, wobei sie auf ein Problem stoßen. Da ist kein Boss. Einer von Mashanis Leuten, ich denke es ist eine Frau, hat das Monster freigelassen. Derjenige, der vorher Arya und die anderen absorbiert hat, bemerkt die Veränderung bei Arya, trifft dann auch auf eine Maus und anschließend auf das befreite Monster. Mashani manipuliert das Spiel so, dass Bum, wenn möglich, hier bleibt. Die Formulierung ist zwar ungenau, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das ganz allgemein bleibt. Sie möchte nicht, dass Bum stirbt oder etwas dergleichen. Zumindest noch nicht. Noch braucht sie Bum für ihren Plan. Deshalb hat sie auch dieses Monster mit dem Namen Hybrider befreien lassen. Jinsung fragt sich dann auch, was genau Mashani vorhat. Und die Frage ist wirklich gut. Ich denke nach wie vor, dass Mashani einen großen Krieg, den größten, den es jemals gab, herbeiführen will, aber so genau wissen wir das nicht. Immerhin sollte es bei ihrer Macht, und damit meint Jinsung sie alle, Saha, die 10 Familienoberhäupter, ihre Truppen und so weiter, nicht allzu schwer sein, Bum zu töten. Mashani stimmt ihnen dann auch zu, nur hat jeder sein eigenes Ziel und deshalb ist alles so durcheinander geraten, wie es aktuell ist. Mashani sagt, dass sie ihm zwar nicht sagen kann, was ihr endgültiges Ziel ist, aber sie sagt zumindest, dass sie eines nicht möchte, und zwar ein langweiliges Ende. Sie möchte, dass es so lange weitergeht, bis es interessanter wird. Das Problem ist nur, dass mittlerweile Personen involviert sind, die selbst Mashani nicht aufhalten kann. Deshalb hat sie Jinsung so lange am Leben gelassen, denn er kann Bum unter Kontrolle halten und ist nach wie vor wichtig für die Ha-Familie. Und dann gibt es eine sehr heiße Information. Sie sagt, dass der wahre Bösewicht dieser Geschichte noch nicht aufgetaucht ist. Dieser Satz scheint zwar später beantwortet zu werden, allerdings frage ich mich da, ob Sio uns nicht mal wieder auf eine falsche Fährte locken möchte. Daraufhin geht es dann erstmal wieder zu Bum und Arya, die sich natürlich wundern, wo der Boss ist. Aus diesem Grund können sie auch einfach weiterspringen, obwohl sie den Boss noch nicht besiegt haben. Arya versucht Bum dann auch davon zu überzeugen, indem sie sagt, dass es so etwas wie Schicksal sei, aber Bum lehnt ab. Arya versucht daraufhin dann weiterhin Bum zu überzeugen und das gleich mit einem ganz guten Argument. Sie fragt nämlich, was es den Toten bringen würde, wenn er sein Leben einfach so wegwirft und daraufhin erfahren wir dann, wie es Bum aktuell geht und was in seinem Kopf herumschwirrt. Bums Meinung nach würde es nichts ändern, wenn er jetzt wegrennt. Er will nicht mehr davon rennen. Er gibt sich selbst die Schuld für ihren Tod. Denn hätte er sie nicht alleine gelassen, dann wären sie womöglich nicht gestorben. Er muss jetzt gegen White kämpfen und ihn besiegen. Ansonsten könnte er sich selbst nicht vergeben. Arya versucht Bum erneut klarzumachen, dass die Toten nicht wollen würden, dass er so handelt. Aber Bum ist innerlich zerrissen. Es macht ihn fertig, dass andere sein Leben höher stellen, denn in Bums Augen ist jedes Leben gleich viel wert. Jeder sagt ihm, dass er besonders sei. Deshalb gibt es Leute, die ihn hassen und solche, die selbst ihr Leben geben würden, um ihn zu retten. Aber genau dieser Umstand zerreißt ihn innerlich, denn seiner Meinung nach hat jedes Leben denselben Wert.
Das Ganze geht sogar so weit, dass Bums Herz sich anfühlt, als würde es in zwei springen, wenn er sieht, wie andere verletzt oder sogar getötet werden. Und deshalb würde Bum lieber sterben, als dieses Gefühl weiter zu verspüren. Das ist auch der Grund, warum er jetzt nicht wegrennen kann. Er muss diesen Kampf beschreiten und gewinnen, damit er aus diesem Teufelskreis entkommen kann. Und nach dieser Anrede versteht Arya Bum. Sie kommt sogar zu dem Entschluss, dass sie es begrüßen würde, wenn jemand so um sie trauern würde. Obwohl sie selbst keine Bindung oder Erfahrung zu diesen Emotionen und Gefühlslagen hat, gibt Bum ihr einfach dieses Gefühl. Und deshalb ist sie glücklich darüber, dass der Turm Bum ausgewählt hat, als denjenigen, der seine Regeln brechen darf. Alles in allem versprüht Bum bei ihr Emotionen, die sie selbst nicht zuordnen kann. Daraufhin geht es dann zu Evankhell, Hansung und LeFaf, die tatsächlich auch zu ihnen gestoßen ist. Da LeFaf nun mal ein Sniper ist, hat sie es recht einfach geschafft, an eine Maus zu kommen. Der wirklich interessante Punkt an diesem Plot in diesem Kapitel aber ist der Reveal, den wir nun bekommen. Evankhell möchte ein Warpgate zerstören. Ein Warpgate, welches sich irgendwo auf dem Nest befindet und mit dem Kampfschiff von Lopobia verbunden ist. Und nicht nur das. Alle Schlüsselfiguren von Lopobia befinden sich auf diesem Kampfschiff, inklusive ihm selbst. Das heißt, dass sich dort mindestens 18 bzw. 19 Leute mit dem Kaliber von Dokoko plus dem Oberhaupt selbst befinden. Damit ist das Kräfteverhältnis so drastisch gekippt, dass es einer Niederlage gleichkommt, insofern nicht entweder das Warpgate zerstört wird oder Bums Team auch Verstärkung bekommt. Und damit endet dann auch das Kapitel. Aber ich mache hier direkt weiter mit diesem Thema. Ich möchte nämlich noch einmal die Dimension aufzeigen, in welcher wir uns hier bewegen. Selbst wenn Lopobia das schwächste Oberhaupt wäre, dann sollte er stark genug sein, um im Alleingang unsere komplette Seite zu vernichten. Aber wir können ihn auch ruhig erstmal ausklammern und uns den Rest der Streitkräfte angucken. Es gibt 20 Hauptzweige, welche jeweils von einem mächtigen Tier repräsentiert werden. Durch Dokoko fällt ein Zweig überhaupt weg, aber es bleiben 19 weitere. Zumindest dann, wenn alle einsatzbereit sind und Yasracha keines ist. Yasracha wurde nie als einer betitelt, deshalb denke ich eher nicht, dass er ein Zweig überhaupt ist. Das heißt dann, dass wir 19 Leute haben, die auf dem Level von Dokoko sind. Vielleicht etwas schwächer, vielleicht etwas stärker. Allerdings sollte man sich vor Augen halten, wie stark Dokoko wirklich war. Ohne LeFaf und Kuhns Trick wäre Dokoko vermutlich immer noch nicht besiegt. Doom und Paul hatten nicht wirklich eine Chance. Und 19 von diesem Kaliber würden unsere Seite vernichten. Dazu kommen dann auch noch andere Individuen, die dieser Zweig beherbergt. Andere Nebenzweige, von denen es auch einige gibt, vielleicht andere Personen wie Yasracha oder auch Leute wie Lopobia Ren. Diese Armee würde Bums Seite pulverisieren, wenn sie dort ankommt. Ich sehe aktuell ein paar Möglichkeiten, die eintreffen könnten. Ich werde sie euch gleich vorstellen, aber vorher möchte ich noch ein, zwei Worte zu den anderen beiden wichtigen Schauplätzen in diesem Kapitel verlieren. Bums Charakterentwicklung oder allgemein seine Ansichten wurden uns in diesem Kapitel wirklich gut verdeutlicht und dieses Kapitel hier wird in einer Charakteranalyse wichtig werden. Deshalb möchte ich auf dieses Thema auch lieber in einer solchen Charakteranalyse, die eventuell irgendwann kommen wird, gesondert eingehen. Und ein eigenes Video möchte ich eigentlich auch zur Mashani-Thematik machen, denn ich wäre mir nicht ganz so sicher, ob Mashani mit ihren Worten wirklich Lopobia meint. Aber kommen wir zurück zu den Möglichkeiten, die ich für den weiteren Verlauf des aktuellen Arkes sehe. Die erste Möglichkeit bietet sich durch Hansung, Evankhell und LeFaf. Sie könnten das Warpgate zerstören, anschließend könnte die Gruppe Jinsung befreien und über Sophia Tan fliehen. Diese Möglichkeit wäre relativ einfach und ließe sich gut in die Handlung integrieren. Da sehe ich gleichzeitig aber auch den Nachteil. Würde Seo eine solche Bombe aufbauen, um sie dann wieder zu entschärfen? Möglich wäre es wäre auch nicht schlecht, aber andernfalls hätte man ganz andere Möglichkeiten und könnte das Ganze mit einem richtigen Feuerwerk beenden. Dazu passt übrigens auch, dass Seo den Cut von Season 2 zu Season 3 eigentlich erst später setzen wollte, da würde sich dieser Arc natürlich anbieten und in so einem Fall würde man vermutlich einen heftigen Cliffhanger einbauen. Die zweite Möglichkeit heißt der Captain. Der Captain wird seit Season 3 Kapitel 45 aufgebaut und es ist klar, dass er in dieser Season oder vielmehr in der großen Geschichte noch eine bedeutende Rolle spielen wird. Er ist einer der Drahtzieher von diesem Geschehen, in dem wir uns aktuell befinden und ihm würde ich wirklich einiges zutrauen. Nachteil an dieser Option wäre natürlich die Frage, ob der Captain überhaupt stark genug wäre, um unsere Gruppe zu retten. Ich denke zwar, dass er weiter stärker als Karaka ist, allerdings glaube ich nicht, dass er auf Familienoberhaupt-Level ist. Ich könnte mich aber auch täuschen. Womöglich ist es sogar so, dass es letzten Endes keine Rolle spielen wird, denn der Captain könnte auch ganz anders Einfluss nehmen.
Wir wissen, dass Lopobir ein fanatischer Sahat-Anhänger ist und deshalb könnte der Captain ihn womöglich auch ohne zu kämpfen aufhalten. Immerhin sieht er aus wie Sahat, insbesondere wie der Jugendliche, und wer die Gefäßtheorie gesehen hat, der wird wissen, da gibt es noch mehr Überschneidungen zu Sahat als die ich gerade genannt habe. Von daher ist diese Möglichkeit gar nicht mal so unwahrscheinlich oder zumindest wäre sie durchaus möglich. Die letzte Möglichkeit, die ich nennen möchte, wäre Grace Mircea Laslak. Es wäre auch die Möglichkeit, die denke ich, am liebsten sehen würde. Wir kennen den Grund, warum Laslak derweil nicht eingreift, denn sein Eingreifen würde das Eingreifen eines Oberhauptes provozieren. Warum sollte das Ganze nicht andersherum genauso sein? Der große Krieg in Tower of God steht bevor und warum sollte dann dieser Arc nicht der große Auftakt werden? Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass es gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass Seo geplant hatte, diesen Arc als finalen Arc der zweiten Season zu nutzen. Wir denken, dass das Warpgate von Sophia Tan lediglich eine Fluchtroute darstellt. Aber was wäre, wenn dieses Warpgate gleichzeitig eine Verbindung zum FARC-Hauptquartier bzw. Laslaks Hauptquartier beinhaltet? Stellt euch vor, dass das Lopobir-Familienoberhaupt mit seiner ganzen Familie dort anrückt und Sophia Tan als FARC-Elder sofort handelt und ihre Hauptstreitkräfte mobilisiert. Dann würde Laslak mit seiner Gefolgschaft und eventuell mit anderen First-Gen-Slayern anrücken und den Krieg somit endgültig eröffnen. Das Ganze könnte dann den ersten großen Sieg von FARC bringen, in welchem die gesamte Lopobir-Familie mit Ausnahme von einigen wenigen, zum Beispiel dem Oberhaupt, vernichtet wird. Stellt euch vor, was für einen Impact dieses Ereignis auf die ganze Tower of God Geschichte hätte. Das wäre ein Knall, mit welchem man wahrlich eine Season und einen der größten Arcs bislang beenden könnte. Ich meine, die Möglichkeit ist gerade so groß wie noch nie zuvor. Der Krieg wird sowieso bald eingeläutet, beziehungsweise stellt diese Schlacht neben der Last Station eigentlich schon den Auftakt dar. Es könnte dieses große Kapitel endgültig einläuten und es würde sich aktuell einfach anbieten. Ich meine, langsam müssen sowieso mehr Slayer enthüllt werden und ich denke, dass so eine Situation diesen Enthüllungen gerecht würde. Natürlich wäre die Frage, ob es vielleicht zu früh wäre, aber das wird sich zeigen. Was ist eure Meinung dazu? Welche Option würde euch am besten gefallen? Habt ihr vielleicht noch andere Möglichkeiten? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich verabschiede mich dann an dieser Stelle und wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Ciao und bis zum nächsten Mal.